Warum werden manche SUVs belächelt, obwohl sie technisch stärker sind, als viele denken? Warum gelten sie als langweilig, brav oder unscheinbar, während sie in Wahrheit enorme Laufleistungen schaffen, kräftige Motoren haben oder mehr Zugkraft bieten, als ihr Image vermuten lässt? Nicht jedes SUV ist ein Blender. Manche sehen harmlos aus, fahren unspektakulär und liefern trotzdem Substanz. Solide Motoren, starke Allradsysteme, hohe Anhängelast oder Laufleistungen, bei denen andere längst aufgegeben haben. Und genau um diese Modelle geht es heute. In diesem Video zeige ich dir 10 SUVs, die stärker sind als ihr Image. Fahrzeuge, die oft unterschätzt werden, aber technisch deutlich mehr drauf haben, als man ihnen zutraut. Los geht's! Als erstes kommt der Toyota RAV4 aus den Baujahren 2013 bis 2018. Der Toyota RAV4 wirkt auf den ersten Blick wie der typische Vernunft-SUV. Unauffällig, praktisch, solide. Kein Statussymbol, kein Straßenstatement. Und genau deshalb wird er oft unterschätzt. Denn technisch steckt hier deutlich mehr Substanz drin, als sein Image vermuten lässt. Gerade die Hybrid-Varianten gelten als extrem langlebig, wenn Wartung stimmt. Toyota hat über Jahre bewiesen, dass ihre Hybridtechnik nicht nur sparsam, sondern auch robust ist. Laufleistungen von 300.000 Kilometern sind keine Seltenheit. Der Antrieb arbeitet unaufgeregt, aber effizient. Kein Turboloch, keine hektische Charakteristik. Einfach zuverlässiger Vortrieb. Auch beim Thema Alltag zeigt der RAV4 Stärke. Solide Verarbeitung, vernünftige Ersatzteilpreise und eine Technik, die nicht auf maximale Komplexität ausgelegt ist. Natürlich ist er kein Offroad-Monster, aber als Dauerläufer im Alltag ist er stärker, als viele denken. Mini-Fazit: Der RAV4 wirkt brav. In Wahrheit ist er ein zäher Kilometerfresser mit beeindruckender Haltbarkeit. Danach folgt der Volvo XC60 aus den Baujahren 2008 bis 2017. Der Volvo XC60 wird oft als Familien-SUV abgestempelt. Sicher, komfortabel, unauffällig. Doch unter der Haube steckt teilweise echte Substanz. Besonders die bewährten 5-Zylinder-Diesel haben sich einen Ruf als langlebige Kraftpakete erarbeitet. Viele dieser Fahrzeuge laufen problemlos weit über 300.000 Kilometer, wenn sie regelmäßig gewartet wurden. Der Motor liefert kräftiges Drehmoment, ideal für Langstrecke oder Anhängerbetrieb. Und genau hier zeigt sich die Stärke hinter dem ruhigen Image. Auch das Allradsystem ist solide ausgelegt, solange Wartung nicht vernachlässigt wird. Der XC60 ist kein Hardcore-Geländewagen, aber er bietet deutlich mehr Traktion und Zugkraft, als man ihm zutraut. Dazu kommt eine robuste Karosseriestruktur und gute Sicherheitsausstattung. Mini-Fazit: Der XC60 wird oft unterschätzt. Doch technisch ist er deutlich stärker, langlebiger und souveräner, als sein Familienimage vermuten lässt. Jetzt kommt der Mazda CX-5 aus den Baujahren 2012 bis 2018. Der Mazda CX-5 wirkt wie der typische Kompakt-SUV für Pendler und Familien. Schickes Design, angenehme Sitzposition, solide Verarbeitung. Aber kaum jemand spricht darüber, wie robust manche Varianten dieses Modells wirklich sind. Besonders die Saugbenziner ohne extremen Turbodruck gelten als standfest und langlebig, wenn Wartung eingehalten wird. Kein aggressives Downsizing, keine überzüchteten Leistungswerte, sondern solide, mechanisch saubere Konstruktion. Viele dieser Motoren laufen problemlos weit über 250.000 Kilometer. Auch das Fahrwerk ist robuster ausgelegt, als man denkt. Der CX-5 fährt sich nicht wie ein schwammiger Hochsitz, sondern erstaunlich präzise. Und mit Allrad bietet er mehr Traktion, als sein Image vermuten lässt. Er ist kein Hardcore-Offroader, aber im Alltag, bei Schnee oder mit Anhänger, zeigt er echte Substanz. Mini-Fazit: Der CX-5 sieht nach Lifestyle-SUV aus. In Wahrheit steckt dahinter ein erstaunlich langlebiges und robustes Gesamtpaket. Danach folgt der Hyundai Santa Fe aus den Baujahren 2012 bis 2018. Der Hyundai Santa Fe wird oft als typischer Familien-SUV wahrgenommen. Groß, bequem, unauffällig. Doch genau hier liegt der Irrtum.
Technisch ist dieses Modell deutlich kräftiger ausgelegt, als sein Image vermuten lässt. Die bewährten Dieselvarianten liefern ordentlich Drehmoment und gelten bei regelmäßiger Wartung als langlebig. Viele Fahrzeuge wurden als Zugfahrzeuge genutzt und genau das zeigt, wie belastbar Antrieb und Fahrwerk sind. Anhängelasten im soliden Bereich sind hier kein Marketing-Gag, sondern Alltag. Auch das Allradsystem ist robust konstruiert, solange es gepflegt wird. Der Santa Fe ist kein Show-SUV für die Innenstadt. Er ist ein Arbeitstier mit Komfortanspruch. Ersatzteile sind verfügbar. Wartungskosten bleiben im Vergleich zur Premium-Konkurrenz moderat. Mini-Fazit: Der Santa Fe wirkt wie ein braver Familienwagen. In Wirklichkeit ist er ein kräftiger, belastbarer SUV mit deutlich mehr Substanz, als viele erwarten. Jetzt kommt der Škoda Kodiaq aus den Baujahren 2017 bis 2023. Der Škoda Kodiaq wirkt auf den ersten Blick wie der klassische Familien-SUV. Viel Platz, clevere Details, vernünftiges Auftreten. Kein Statussymbol, kein Offroad-Held. Und genau deshalb wird er oft unterschätzt. Doch technisch steckt hier deutlich mehr drin. Die bewährten Dieselvarianten liefern ordentlich Drehmoment und eignen sich problemlos für Anhängerbetrieb. Auch die Allradversionen sind solide ausgelegt und bieten im Alltag echte Traktion. Nicht nur Marketing-Allrad für den Prospekt. Was den Kodiaq stark macht, ist seine ausgewogene Konstruktion. Kein übertriebenes Experimentieren, sondern bewährte Technik aus dem Konzernregal. Bei sauberer Wartung sind hohe Laufleistungen absolut realistisch. Das Fahrwerk ist stabil, die Karosserie verwindungssteif und selbst voll beladen wirkt er nicht überfordert. Mini-Fazit: Der Kodiaq sieht nach Vernunft aus. In Wahrheit ist er ein erstaunlich belastbarer SUV mit deutlich mehr Kraft und Substanz, als sein Image vermuten lässt. Danach folgt der Mitsubishi Pajero aus den Baujahren 2007 bis 2018. Der Mitsubishi Pajero hat vielleicht kein modernes Lifestyle-Image, aber technisch ist er eine ganz andere Liga. Während viele SUVs nur erhöhte Kombis sind, ist der Pajero ein echter Geländewagen mit robustem Rahmenkonzept und ernstzunehmender Allradtechnik. Die Dieselvarianten gelten als langlebig, wenn Wartung stimmt. Dieser SUV wurde gebaut, um zu arbeiten. Anhänger ziehen, Gelände fahren, schwere Lasten bewegen. Das ist sein Revier. Keine Show, sondern Substanz. Natürlich ist er kein komfortorientierter City-SUV. Er ist kantig, direkt und ehrlich. Aber genau das macht ihn stark. Die Technik ist robust, mechanisch ausgelegt und weniger komplex als bei vielen modernen Premium-SUVs. Mini-Fazit: Der Pajero wirkt altmodisch. In Wahrheit ist er einer der robustesten SUVs auf dieser Liste, stärker als sein Image es je vermuten ließ. Jetzt kommt der Ford Kuga aus den Baujahren 2013 bis 2020. Der Ford Kuga wird oft als typischer Kompakt-SUV wahrgenommen. Solide, unauffällig, bezahlbar. Kein Offroad-Mythos, kein Prestige-Badge. Und genau deshalb unterschätzen viele, was technisch in ihm steckt. Gerade die bewährten Dieselvarianten liefern kräftiges Drehmoment und sind bei sauberer Wartung erstaunlich langlebig. Viele Modelle wurden als Pendlerfahrzeug oder Zugfahrzeug genutzt und genau hier zeigt sich seine Stärke. Das Fahrwerk ist stabil, die Lenkung präziser als erwartet und mit Allrad bietet der Kuga mehr Traktion, als sein Image vermuten lässt. Er ist kein Hardcore-Geländewagen, aber im Alltag, bei Schnee oder mit Anhänger, zeigt er echte Belastbarkeit. Wichtig ist eine saubere Wartungshistorie, besonders bei höherer Laufleistung. Die Technik gilt insgesamt als robuster, als viele denken. Mini-Fazit: Der Kuga wirkt wie ein braver Kompakt-SUV. In Wirklichkeit ist er ein solides Arbeitstier mit mehr Kraft und Substanz als sein Ruf. Danach folgt der Honda CR-V aus den Baujahren 2012 bis 2018. Der Honda CR-V steht selten im Rampenlicht. Er gilt als vernünftig, leise, fast schon langweilig. Doch genau das macht ihn gefährlich unterschätzt. Technisch gehört er zu den standfesteren SUVs seiner Klasse. Die bewährten Benzinmotoren gelten als langlebig, wenn Wartung stimmt. Keine extrem überzüchtete Technik, sondern solide Konstruktion.
Auch die Dieselvarianten liefern ordentlich Drehmoment und schaffen bei guter Pflege hohe Laufleistungen. Das Allradsystem ist zuverlässig, solange es gewartet wird. Und im Alltag bietet der CR-V eine beeindruckende Mischung aus Komfort und Belastbarkeit. Viele dieser Fahrzeuge laufen problemlos weit über 250.000 Kilometer hinaus. Er schreit nicht nach Aufmerksamkeit. Er macht einfach seinen Job. Und genau das macht ihn stärker, als sein Image vermuten lässt. Mini-Fazit: Der CR-V sieht nach Vernunft aus. In Wahrheit ist er ein langlebiger, robuster SUV mit deutlich mehr Substanz, als sein Ruf vermuten lässt. Jetzt kommt der BMW X3 aus den Baujahren 2010 bis 2017. Der BMW X3 wird oft als typischer Premium-Kompakt-SUV wahrgenommen. Schick, sportlich, aber nichts Besonderes. Doch genau hier liegt die Fehleinschätzung. Technisch steckt in diesem Modell deutlich mehr Substanz, als sein Image vermuten lässt. Gerade die bewährten Sechszylinder-Diesel liefern kräftiges Drehmoment und gelten bei regelmäßiger Wartung als langlebig. Viele dieser Fahrzeuge laufen weit über 300.000 Kilometer, wenn Ölwechselintervalle eingehalten wurden. Der X3 verbindet SUV-Praktikabilität mit echter BMW-Fahrdynamik. Und das macht ihn stärker, als viele denken. Auch das Allradsystem ist solide ausgelegt. Es ist kein Marketing-Gimmick, sondern sorgt für echte Traktion im Alltag. Ob Schnee, Anhängerbetrieb oder lange Autobahnfahrten, der X3 wirkt selten überfordert. Wichtig ist eine saubere Historie, besonders bei höherer Laufleistung. Mini-Fazit: Der X3 sieht nach Lifestyle aus. In Wahrheit ist er ein kräftiger, belastbarer SUV mit echter Langstreckensubstanz. Zum Schluss kommt der Volkswagen Touareg aus den Baujahren 2010 bis 2018. Der Volkswagen Touareg wird oft unterschätzt, weil er kein klassisches Prestige-Logo trägt. Doch technisch spielt er in einer ganz anderen Liga. Massive Karosserie, kräftige Motoren, echtes Allradsystem. Dieser SUV wurde gebaut, um zu arbeiten. Besonders die Sechszylinder-Diesel gelten als drehmomentstark und langstreckentauglich. Hohe Anhängelasten sind hier keine Marketingzahl, sondern Alltag. Der Touareg zieht, trägt und fährt souverän, auch voll beladen oder mit Wohnwagen am Haken. Natürlich ist er komplexer als ein Kompakt-SUV. Luftfederung oder Komforttechnik können teuer werden. Doch die Grundkonstruktion ist robust. Wer Wartung ernst nimmt, bekommt hier ein SUV, das deutlich mehr kann, als sein nüchternes Image vermuten lässt. Mini-Fazit: Der Touareg wirkt unspektakulär. In Wahrheit ist er einer der stärksten SUVs auf dieser Liste. Technisch, mechanisch und im Alltag. Und genau hier liegt das Problem mit Image. Viele dieser SUVs werden belächelt. Zu brav, zu vernünftig, zu unauffällig. Kein Statussymbol, kein Instagram-Held. Aber Stärke misst sich nicht am Logo. Stärke zeigt sich in Laufleistung, in Zugkraft, in Alltagstauglichkeit. In der Frage, ob ein Auto nach 200.000 Kilometern noch stabil wirkt oder schon müde. Und genau hier überraschen diese Modelle. Sie sehen vielleicht nach Familienkutsche aus, nach Pendlerauto, nach Kompromiss. Doch unter dem Blech steckt oft robuste Technik, ehrliche Motoren und Allradsysteme, die nicht nur für den Prospekt gebaut wurden. Das sind keine Shows-UVs, das sind Arbeitsgeräte mit Komfort. Und genau deshalb sind sie stärker als ihr Image. Die wichtigste Regel bleibt: Zustand schlägt Ruf, Wartung schlägt Marke und Substanz schlägt Marketing. Wenn du SUVs nicht nach Status, sondern nach Technik bewertest, wirst du plötzlich ganz anders hinschauen. Wenn dir solche ehrlichen Einschätzungen gefallen und du wissen willst, welche Modelle wirklich Substanz haben, dann abonniere jetzt Auto Insider. Schreib in die Kommentare, welcher dieser SUVs wird deiner Meinung nach komplett unterschätzt. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin gilt: Unterschätze niemals das Auto, das einfach nur seinen Job macht.